Hi und herzlich willkommen in unserem Videopodcast Impact Häppchen. Mein Name ist Eva Jakob und ich bin Juniorprofessorin für Social Entrepreneurship. Und ich bin David Schroff-Spiering, Doktorand. Gemeinsam holen wir hier Erkenntnisse aus der Wissenschaft in euer Impact-Startup. Die Erkenntnisse sind dafür da, dass ihr reflektieren könnt, euch entwickeln könnt oder einfach nur inspirieren lassen könnt. Die Informationen, auf die wir uns hier beziehen, stammen aus Studien. Alle Studien sind peer-reviewed und in den Top-Journals veröffentlicht. Kurz gesagt, Spitzenforschung auf höchstem Niveau. Dazu holen wir hier Expertinnen und Experten ins Gespräch. In dieser Folge haben wir Ute Stephan dabei, Professorin am King's College in London. Außerdem gibt uns Fabian Eckert, der Gründer von Recap, Einblicke in sein Wohlbefinden während seiner Gründungsphase. Self-Care, Digital Detox, Me-Time. Diese Begriffe begegnen uns gerade überall. Doch alle versprechen im Grunde das Gleiche, mehr Wellbeing, also Wohlbefinden. Doch was genau Wohlbefinden eigentlich ist, hängt davon ab, wen man fragt. Denn es gibt viele Versionen an Definitionen und Konzepten. Aber im Großen und Ganzen können wir uns erstmal darauf verständigen, dass Wohlbefinden ein Zustand ist, in dem wir uns gut fühlen und mit den Herausforderungen des Lebens super klarkommen. Im unternehmerischen Kontext verstehen wir Wohlbefinden als das Erleben von Zufriedenheit, positiven Affekten und seltenen negativen Affekten und der psychologischen Funktionsfähigkeit in Bezug auf die Entwicklung, Gründung, Wachstum und die Führung eines Unternehmens. Doch gerade für dich als Gründerin und Gründer ist Wohlbefinden oft leichter gesagt als getan. Lange Arbeitszeiten, Unsicherheit und ganz schön viel Verantwortung. All das kann dein Wohlbefinden nach unten ziehen. Was also raubt dir deine Energie und wie kannst du dein Wohlbefinden langfristig stärken? Genau das schauen wir uns heute an. Deine 2-Minuten-Terrine. Du liegst abends wach und deine Gedanken kreisen weiter. Um die nächste Finanzierungsrunde, deine Teammitglieder oder die Frage, ob du wirklich genug bewirkst. Kurz gesagt, du bist gestresst und dein Wohlbefinden steht auf der Kippe. Stress. Alle haben ihn, alle klagen darüber und er gilt als echter Wohlfühlkiller. Aber ist das wirklich immer so? Diese Studie zeigt, Stress ist nicht gleich Stress. Kognitive Anforderungen, also zum Beispiel Strategien planen, können dein Wohlbefinden langfristig sogar steigern. Das sind dann sogenannte Challenge-Stressoren. Herausforderungen, die dich antreiben. Emotionale Anforderungen dagegen, zum Beispiel Konflikte mit Mitarbeitenden, wirken wie Bremsklötze. Sie sind sogenannte Hindrance-Stressoren. Hürden, die Energie ziehen und die Erholung erschweren. Kurz gesagt, Kopfstress kann dich anspornen, Herzstress macht dich müde. Aber langsam. Auch wenn Challenge-Stressoren dich antreiben können, machen beide Arten von Stress es schwer, abends wirklich loszulassen. Wenn du nach der Arbeit weiter grübelst, schläfst du schlechter und startest am nächsten Tag mit weniger Energie. Was hilft also, dein Wohlbefinden zu stärken? 4 Praxistipps aus der Studie für dich. Erstens, vermeide anhaltende kognitive Belastung. Heißt konkret, erkenne frühzeitig, wenn stressige Phasen anrollen und gib Aufgaben gezielt ab. Delegieren ist kein Zeichen von Schwäche, sondern smartes Energiemanagement. Zweitens, schalte ab. Im wahrsten Sinne. Versuche abends Abstand zur Arbeit zu gewinnen. Am besten durch etwas, das dich komplett einnimmt. Sport, Kochen, Musizieren, Freunde treffen, meditieren. Was auch immer für dich funktioniert. Drittens, arbeite an deiner Emotionsregulation. Klingt technisch, hilft aber enorm. Emotionsregulation bedeutet, bewusst Strategien zu nutzen und zu beeinflussen, wann und wie stark man Gefühle erlebt und ausdrückt. Und such dir emotionalen Support. Du musst das alles nicht alleine regeln. Und zu guter Letzt, viertens. Wenn es mit dem Abschalten mal nicht klappt, sei nicht so streng mit dir selbst. Du kannst versuchen, deine Gedanken dann bewusst auf positive Aspekte deiner Arbeit zu lenken, zum Beispiel auf kleine Erfolgserlebnisse. Das hilft, Stress konstruktiv umzudeuten. Wenn du lernst, abends wirklich abzuschalten, schützt du deine Energie und dann startest du am nächsten Tag mit mehr Klarheit und mehr Wohlbefinden. Der Academic Snack. Welcome zum Academic Snack. Heute mit Ute Stephan, Professorin für Entrepreneurship am King's College in London. Herzlich willkommen, Ute, zu unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, heute mit dir ein spannendes Gespräch zu führen. Danke, Eva. Ich freue mich auf eure Fragen. Ja, bevor wir reinstarten, wollen wir natürlich ein bisschen den Zuhörern einen Hintergrund geben, wer du eigentlich bist und warum wir ausgerechnet dich heute hier eingeladen haben. Und zwar bist du ja wie ich gerade sagte, Professorin für Entrepreneurship und hast dich da auch im Speziellen auf das Thema Wellbeing konzentriert mit einigen spannenden Studien.
Und insgesamt mit deinen Arbeiten gehörst du zu den 2% meist zitierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Also bist einfach bei uns auch, ich sag mal wieder mal ein Superstar in der Community, viel gelesen, viel gehört. Deswegen hast du einige spannende Hintergründe dabei. Wellbeing ist zwar heutzutage ein Thema, worüber viele sprechen, also das Wohlbefinden der Leute. Aber als du vor über 20 Jahren in dieses Thema eingestiegen bist und besonders im Entrepreneurship-Bereich, da war das ja noch nicht ganz so verbreitet. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, zu dem Thema zu forschen? Na, ist eine gute Frage, weil damals war wirklich die Idee Unternehmer, vor allen Dingen ein ökonomisches Verständnis. Ne? Die sind da, um Geld zu machen und wollen vor allen Dingen Geld erwirtschaften. Und das stimmt natürlich auch, aber ich bin Psychologin vom Hintergrund, das heißt, mich interessiert Wohlbefinden an sich, weil es ein Weg zur Produktivität ist und für ein sinnhaftes Leben. Und wir haben Unternehmer einfach gefragt, ja, wie versteht ihr denn Unternehmenserfolg? Was sind denn so die 5 Kriterien, die für euch wichtig sind? Und ganz oben auf der Liste stand immer Wellbeing oder Fulfillment mit. Und interessanterweise gab es auch viele Unternehmer, und das waren typische mittelständische deutsche Unternehmen, die auch gemeint haben, dass ihnen Sachen wie Community und ihre Mitarbeiter wichtig sind. Und da gab es also sozusagen die interessante Idee, dass Wohlbefinden wichtig ist, aber auch die Idee, dass es eigentlich auch um Menschen geht und was man heute so unter Social Impact versteht, das kam da schon auch immer mit raus, weil die einfach in ihrer Gemeinde immer sehr eingebunden waren und einfach gute Citizens sein wollten sozusagen. Und vor dem Hintergrund, dass das alles nur um Geld und Finanzen geht, war das natürlich sehr erstaunlich, dass da viel mehr passiert. Auf der anderen Seite auch nicht erstaunlich, weil Unternehmer sind auch Menschen und wir haben alle viele Ziele im Leben. Ja, das ist ein interessanter Weg in das Thema rein. Wir haben uns an anderen Stellen auch schon mal gefragt, was ist denn jetzt eigentlich Wohlbefinden? Wie versteht man das in der Wissenschaft? Ja, das ist eine gute Frage und keine einfache Frage. Also wenn man mit der Weltgesundheitsorganisation anfängt, die definiert Gesundheit nicht nur als die nicht krank sein, sondern dass man auch positiv mit dem Stress des Lebens umgehen kann und in einer gewissen Weise auch resilient ist und sogar positiv zu seiner Umgebung beiträgt, zum Beispiel in der eigenen Community. Also es gibt sozusagen auf der einen Seite das Ill-Being, krank sein, auch psychisch krank sein, aber das ist nicht das Gleiche wie Wellbeing, sozusagen man zufrieden und glücklich ist mit dem Leben. Und dann gibt es auch noch eine Form von Wellbeing, die wir bei den Unternehmern ganz oft sehen. Das geht über Zufriedenheit und Glücklichsein hinaus. Das ist eher so dass man eine Energie hat, weil man weiß, dass das, was man macht, wichtig ist, sinnhaft ist und ein Ausdruck der eigenen Persönlichkeit auch ist. Jetzt legen wir mal die Entrepreneure auf die Couch. Was ist eigentlich jetzt los mit den Entrepreneuren? Wie steht es um deren Wohlbefinden? Also das ist eine Frage, die nicht so von vornherein nicht so einfach zu beantworten ist. Weil auf der einen Seite wissen wir, dass Unternehmen ganz viele Wellbeing-Ressourcen haben in ihrer Arbeit. Sie gründen ein Unternehmen, haben sehr viele Freiheitsgrade, entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten wollen, wann, wie, worauf sie sich fokussieren in ihrer Arbeit. Das wissen wir aus der Forschung, sind alles Autonomie und Unabhängigkeit sind ganz wichtige Drivers für Wellbeing sozusagen. Und die Arbeit ist auch bedeutsam, weil man natürlich als Unternehmer die eigene Arbeit und die eigene Firma auch mit den eigenen Interessen in Einklang bringen kann. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, dass es unheimlich viele Stressoren im Unternehmerdasein gibt, von langen Arbeitszeiten, aber auch der Verantwortungsdruck. Es ist natürlich toll, dass man eigene Entscheidungen treffen kann, aber das kann auch eine Herausforderung sein, wenn man das ständig machen muss, wenn man nicht alle Informationen hat und Entscheidungsdruck hat, Zeitdruck dazu hat und man weiß, dass am Ende man selber persönlich, oft sogar mit dem Familieneigentum, haftet für, wenn was schief geht im Unternehmen. Also sozusagen auf der einen Seite der beste Job der Welt, auf der anderen Seite vielleicht auch der stressigste Job der Welt. Und um das zu beantworten, deine Frage, haben wir eine große Studie von Studien gemacht. Wir haben also statistisch über 40 Jahre Forschung zusammen aggregiert und über 82 Länder hinweg. Was wir finden ist, die Antwort ist erstmal, Unternehmer sind glücklicher als Leute, die für andere arbeiten.
Aber es hängt natürlich auch ein bisschen vom Kontext ab und die Effektgrößen nennen wir das, also die Effekte sind vielleicht nicht so groß, wie wir das erwartet haben, aber das kommt eben daher, dass wir oft ein sehr positives Bild haben, was Unternehmersein ausmacht und oft die Stressoren vergessen und Unternehmer natürlich auch gesellschaftlich, sage ich mal, ein bisschen Druck haben, nicht direkt über die negativen Seiten zu reden, weil die oft als privilegiert wahrgenommen werden. Die können ihr eigenes Unternehmen, ihren eigenen Job führen und dann, wenn es dann ein bisschen Stress gibt, so nach dem Motto, dann ist das ja vielleicht nicht so schlimm. Aber wir sehen gerade in Zeiten, also in Ländern, wo es viel mehr Unsicherheit gibt, weil die Institutionen nicht so stabil sind und auch in Zeiten wie Covid oder eine Krise nach der anderen, in Krisenzeiten leiden Unternehmer sehr. Also wenn das Unternehmen leidet, sozusagen, leidet auch der Unternehmer oder die Unternehmerin. Ja, interessant. Wir haben auch in dem Aspekt zum Thema Wellbeing mit Fabian Eckert gesprochen. Er ist Gründer vom Unternehmen Recap, die Mehrwegsysteme im Bereich Gastronomie eingeführt haben. Und er selbst hat auch einen Burnout erlebt und spricht recht offen drüber. Wellbeing, ja, ist im Endeffekt ja das Wichtigste. So, also funktioniert ja nicht ohne. Ne? Also wenn nicht Körper und Geist im Einklang sind, dann kann man auch nichts verändern. Kann man auch keine Energie nach außen tragen. Ich glaube, das sieht man auch überall, wo man hinguckt bei Unternehmern. Dieser ständige Optimierungsdrang von Körper und Geist, weil man eigentlich nicht dafür gemacht ist, auf dem Level durchgehend zu performen. Was wissen wir denn eigentlich dazu, wozu Wellbeing, aber auch auf der anderen Seite Illbeing führt? Es gibt relativ gesprochen weniger Forschung zu den Konsequenzen des Wellbeings für Unternehmer, als es zu den Sachen gibt, die das Wellbeing unterstützen. Aber es gibt natürlich insgesamt eine riesengroße Science of Wellbeing. Und was wir insgesamt wissen, ist, dass, wenn wir mit dem Illbeing gehen, wenn wir gestresst sind, treffen wir einfach schlechtere Entscheidungen, weil wir einfach nicht die kognitive Kapazität haben, alle verschiedenen Sachen zu berücksichtigen. Ne? Stress heißt, evolutionär gesehen, da ist eine Gefahr, ich muss wegrennen, das heißt, ich muss alle mögliche Kraft mobilisieren in die Muskeln und mich sehr darauf fokussieren, eine Sache zu machen. Und da gibt es auch Beispiele zu, sage ich mal, wenn man Elon Musk, wenn man sich noch dran erinnert, der hatte nachts um 4, glaube ich, einen Tweet geschrieben, dass er Tesla jetzt private nimmt. Hat später auch zugegeben, dass er Schlafprobleme hat. Das ist ein typisches Symptom von Illbeing, Schlaftabletten nehmen muss. Und das Tweet hat ihn und Tesla jede Menge Millionen gekostet. Also typisches Beispiel für eine schlechte Entscheidung unter Stress. Auf der anderen Seite wissen wir, dass wenn es mehr Wellbeing gibt, dass wir kreativer sind. Wir treffen nicht nur bessere Entscheidungen, wir treffen auch kreativere Entscheidungen, weil wir einfach mehr Kapazität haben, Dinge wahrzunehmen, sozusagen Connect the Dots zu machen, also Sachen, die vielleicht vorher nicht unbedingt in Zusammenhang gebracht wurden. Und wir wissen auch, dass wenn wir happy sind sozusagen, haben wir mehr Energie einfach, die wir in das Unternehmen reingeben können. Das heißt, in Downstream gibt es dann positive Effekte auf Unternehmensperformance, Wachstumindikatoren. Dafür gibt es ein paar Studien. Es gibt auch interessante Studien, dass unabhängig von der Leistung des Unternehmers und des Unternehmens, wenn der Unternehmer glücklich ist, dann hat es auch ein Spillover auf die eigene Familie zum Beispiel. Und umgedreht, leider gibt es dafür relativ gute Belege, dass wenn Leute Unternehmer werden, die eigene Familie, vor allen Dingen die Partner erstmal leiden. Also es ist nicht nur sozusagen gut und schlecht fürs Unternehmen, es ist gut und schlecht für die eigene Person. Stress ist kurzfristig was Gutes. Langfristig wissen wir, dass gerade Stress, der von der Arbeit kommt, zu früherem Tod führen kann, zu stressbedingten Erkrankungen von Herzkrankheiten bis hin gibt auch Belege dafür, dass Stress bei Krebs eine Rolle spielt zum Beispiel. Also es ist sozusagen wichtig für die eigene Person, wichtig für das Unternehmen und wichtig für die Leute, die um den Unternehmer herum existieren, dass der Unternehmer glücklicher ist. Ja, diese Effekte, die scheinen ja wirklich extrem zu unterstreichen, wie zentral das Wohlbefinden ist. Also nicht nur für einen selbst, was ja auf jeden Fall auch schon mal wichtig ist, sondern eben auch fürs Umfeld und für das Unternehmen.
Wenn wir jetzt auf den Bereich schauen von Personen, die gründen, um auch sozial-ökologische Herausforderungen damit zu lösen, was würdest du sagen, was ist da dann gegebenenfalls nochmal anders oder speziell? Gibt es da überhaupt was Spezielles zum Thema Wohlbefinden? Ja, da gibt's interessanterweise nur ganz wenige Studien dazu, aber die Studien finden, was wir auch sozusagen auf Grundlage der gesamten Forschungslage zu Unternehmer-Wellbeing erwarten würden. Einerseits sozusagen gibt's mehr Positives, weil eine der Sachen, die für Wellbeing wirklich wichtig ist Meaningfulness, das heißt der Sinn und Zweck der Arbeit. Und der ist natürlich oft in sozial- und ökologisch orientierten Unternehmen viel höher. Es ist klar, warum man Unternehmer ist, für andere, um die Welt einen besseren Platz zu machen, um Leuten zu helfen, um dem Klimawandel vielleicht entgegenzuwirken. So, das ist die positive Seite. Aber so, wie es so typisch ist in der Unternehmerforschung, das ist immer ein Paradox. Mit dem Positiven kommt auch was Negatives, weil mit dem Positiven kommt gleichzeitig eben eine noch höhere Verantwortung für noch mehr Menschen und für die Ziele, die sozialen Ziele, die man sich selber setzt oder ökologischen Ziele. Das heißt, gerade bei Impact-Unternehmen ist es unheimlich wichtig, also die haben durch diese Konstellation und dadurch, dass sie oft nur geringe Ressourcen haben und oft noch mehr Unsicherheit gibt als bei den traditionellen Unternehmen, weil es einfach nicht klar ist a priori, wie man ein Sozialunternehmen am besten überhaupt aufbaut, muss man viel Kreativität und Problemlösungs mitbringen. Aber sozusagen das Paradox ist, dass ich die hohe Meaningfulness und gleichzeitig diese die erhöhte Verantwortungsdruck, dass das zusammen wirklich ganz leicht zum Burnout führen kann und vielleicht noch mehr als bei den traditionellen Unternehmern. Und deswegen denke ich, ist es ganz wichtig, dass man sich als Sozialunternehmer insbesondere realistische Ziele setzt. Das ist für alle Unternehmer wichtig, weil Ziele sind im Unternehmerbereich ja einerseits selbst gesetzt, was toll ist. Auf der anderen Seite sagt auch niemand jemals, oh, toll gemacht und Ziel erreicht, sondern das muss man sich selber immer alles erarbeiten sozusagen. Und im Impact-Bereich ist es natürlich noch schwieriger, weil wenn das Ziel ist, die Welt zu ändern, dann ist man wahrscheinlich nie fertig und wird das Ziel nie erreichen. Das heißt, im Impact-Bereich ist es wichtig, dass man das Impact-Measurement, was man oft aus Finanzierungsgründen macht, auch nutzt für sich selber, um zu sagen, okay, wir haben jetzt dieses Ziel erreicht und das ist ein realistisches Ziel, was wir vielleicht überhaupt erreichen wollen, langfristig und kurzfristig führt es dazu und der eine Indikator, der zeigt uns jetzt, wir gehen in die richtige Richtung. Also es ist unheimlich wichtig, sich das auch selber transparent zu machen und dass man wirklich auch einen Impact hat. Ja, da schließt direkt meine Frage auch dran an. Wir haben ja jetzt über die Wichtigkeit von Wohlbefinden gesprochen und du hast ja jetzt auch schon so ein paar Tipps gegeben und auch nochmal gehighlightet, dass Impact-Entrepreneure ja möglicherweise einen besonders tollen Hebel haben und gleichzeitig ein besonders großes Risiko. Wir hatten auch mit Fabian Eckert dazu nochmal gesprochen und er sagte dann sowas in die Richtung: Man muss nicht alles machen, was man machen kann, und man hat in der Rolle als Gründer, Gründerin sehr viele Möglichkeiten, Dinge zu tun. Also kriegt irgendwie viele Angebote und ich glaube, die Kunst besteht auch darin, einfach viel abzusagen. Was wissen wir denn jetzt wissenschaftlich gesehen darüber, was man tun kann als Entrepreneur, als Impact-Entrepreneur, um Wellbeing zu fördern? Also ich sage mal, es gibt nicht die eine Wunderwaffe. Wellbeing ist natürlich auch was sehr Persönliches und so Unternehmer wie Richard Branson, bei dem geht es um Sport und Exercise, das sind seine Sachen, die ihm unheimlich Wellbeing geben. Andere, Arianna Huffington, Co-Founder of the Huffington Post, die advocated ganz stark dafür, dass wir genügend Schlaf bekommen. Also es gibt immer persönliche Präferenzen und man muss sich selber auch ein bisschen kennen, um zu wissen, was der beste erste Schritt ist. Aber ich sehe das immer so grundsätzlich so als Boilerplate. Kurzfristig gibt es ganz viele Sachen, die einfach mit Stressmanagement zu tun haben. Wir können den Unternehmern nicht sagen, habt weniger Stress. Aber wir wissen, dass es Sachen gibt, die man machen kann, um die negativen Effekte des Stresses auf den Körper zu mindern. Und diese negativen Effekte, die sind für uns nicht unbedingt wahrnehmbar. Interessanterweise, unsere Partner im Unternehmen oder auch privat,
sehen oft viel eher, ob man selber gestresst ist oder nah am Burnout ist. Also es lohnt sich auch mal, die Leute zu fragen, was denkst du, wo ich stehe? Brauche ich vielleicht mal einen Abend ohne Unternehmertum zu sein, ne? Also ohne Unternehmer zu sein. Also Stressmanagement hat, was ganz effektiv ist Pausen sich zu geben und Pausen sowohl über den Arbeitstag hinweg. Also es gibt gute Belege dafür, dass wenn man so eine Art Kurzpausensystem einführt, dass man viel produktiver ist. Es hilft aber auch, mit Stress umzugehen. Also 5 Minuten aller Stunde eine Pause machen und die 5 Minuten auch wirklich nutzen, um irgendwo aufzustehen, sich zu bewegen, Kaffee oder Tee zu trinken oder vielleicht sogar mit jemandem zu sprechen. Und ganz oft merkt man dann, gerade wenn man vielleicht an einem Problem gearbeitet hat, nach der Pause gibt es eher eine Lösung. Das hat damit zu tun, wie Kreativität funktioniert über Inkubationsprozesse. Wenn wir immer sozusagen sehr fokussiert sind, kommen wir einfach nicht daran an die kreative Lösung. Da brauchen wir erstmal ein bisschen Abstand und dann kann unser Gehirn besser arbeiten. Und Schlaf ist in der Tat, also Pausen über den Tag hinweg, aber auch abends sich eine Pause gönnen und das führt dann auch oft oder hilft, Abstand nehmen von der Arbeit hilft, den Schlaf zu verbessern. Und guter Schlaf ist in der Tat einer der grundlegenden Säulen, wenn man so will, für gutes Wellbeing, weil im Schlaf der Körper sich regeneriert, das Gehirn sich regeneriert. Und wir wissen, glaube ich, alle, wenn wir Schlafentzug hatten, ist es schwerer, Entscheidungen zu treffen, gute Entscheidungen zu treffen. Es ist auch schwerer, emotional ausbalanciert zu sein, man ist eher gestresst. Also Schlaf hilft. Und wir haben auch zeigen können, wir haben Unternehmer mit Sleep-Trackern ausgerüstet und sehen, dass wirklich objektiv in den Nächten, wo sie besser schlafen, die nächsten Tage sind die Unternehmer kreativer. Also Schlaf ist nicht nur eine Investition ins eigene Wellbeing, sondern Schlaf ist auch wiederum eine Investition in das Unternehmen an sich. Und die Performance des Unternehmens an sich kann gesteigert werden dadurch. Dann geht natürlich gut essen, gesund essen, sich regelmäßig bewegen. Und manchmal, wir vergessen oft, dass es die kleinen Dinge sind. Also ich will nicht, dass die Unternehmer jetzt vielleicht weggehen und mitnehmen, oh, ich muss alle diese Sachen machen. Ich würde sagen, eine Sache auswählen, die man mal eine Woche ausprobiert, versuchen, das in die eigene Routine mit einzuarbeiten. Also vielleicht die Kurzpausen, das denke ich, geht relativ einfach zu machen. Dafür gibt es auch Software. Aber vielleicht auch mal überlegen, wenn ich von einem Meeting zum anderen gehe, kann ich eher laufen, statt irgendwie die U-Bahn oder Straßenbahn zu nehmen. Und wir brauchen gar nicht viel von diesen ganzen Sachen. Also zum Beispiel ungefähr die Regel ist, so Daumenregel ist 30 Minuten etwas schnelleres Laufen pro Tag macht schon einen unheimlichen Unterschied für unseren Körper, dass er besser mit Stress umgehen kann. Und dann längerfristig sind es aber in der Tat so die Sachen, dass man sich einfach klar wird, was die eigenen Ziele sind. Wie gesagt, Unternehmer haben die Freiheitsgrade oft, eigene Ziele zu setzen. Ich weiß, dass wenn dann Geldgeber kommen, dass die auch ihre eigenen Ziele mit haben. Aber am Ende kann das Unternehmertum an sich eine Quelle des Wohlbefindens sein, wenn man das Gefühl hat, dass man damit auch die eigenen Ziele erreicht, Sachen, die einem selber wichtig sind. Und wenn man da nicht mal regelmäßig drüber nachdenkt, dann können die ganz schnell in der Hektik der Arbeit verloren gehen. Und wenn man sich eigener Ziele bewusst ist, dann ist es auch einfacher zu sagen, nein, ich mache jetzt nicht das, weil meine Priorität ist, Ziel 1 zu erreichen und die anderen Sachen sind zwar alle toll, aber ich weiß, dass sie viel Energie kosten und ich am Ende der Woche dann vielleicht sogar frustriert bin, weil ich das Gefühl habe, ich habe 100 andere Sachen gemacht, aber nicht an dem gearbeitet, was mir wirklich wichtig ist. Und was bei Unternehmern, denke ich, manchmal auch zur Seite fällt, ist, dass wir alle sehr soziale Tiere sind sozusagen als Menschen. Und es gibt leider ganz schlimme Geschichten von Unternehmern, die sehr erfolgreich ihre Unternehmen aufgebaut haben, aber wo persönliche Beziehungen, Freunde, Familie auf der Strecke geblieben sind. Und das sind die Sachen, die ältere Unternehmer dann oft sagen, dass sie bereuen, dass sie da nicht mehr Zeit investiert haben. Und es ist ähnlich zu sehen, wie es ist eine Investition in das eigene Wellbeing, dass man Sozialkontakte erhält. Aber natürlich kann da sogar auch positive Sachen fürs Unternehmen von kommen, von neue Informationen, Ideen und so weiter. Also die Idee ist, langfristig
Balance aufzubauen und das Gefühl haben, dass man eigene Ziele erreicht. Und dafür muss man natürlich erstmal klar sein, was die Ziele sind. Ute, vielen, vielen Dank. Da waren schon direkt extrem viele Tipps dabei. Fabian Eckert hatte nämlich auch die Challenge gestellt, was kann ich eigentlich am Tag machen, weil es nur 15 Minuten dauert. Und einige der Themen, die du genannt hast, sind genau da drin. Also die Message ist ja im Grunde, wenn ich das so verstehe, es gibt auch kleine Sachen, die getan werden können, aber du hast ja jetzt auch ein wirklich großes Spektrum aufgezeigt von Sachen, die möglich sind, um das Wellbeing zu steigern und auch zu verhindern, ins Ill-Being reinzurutschen. Vielen Dank für das Gespräch und ja, alles Gute auch für dich. Danke dir, Eva, und danke für die Gelegenheit, über Wellbeing zu sprechen. Ich hoffe, es hilft ein kleines bisschen, vielleicht ein paar Unternehmern. Dein Absacker. Eva, was nimmst du mit aus dieser Folge heute? Wellbeing ist nicht nur ein Thema für sich selbst, sondern auch fürs Umfeld. Es hat einfach direkte Effekte in deinem Startup, in dem du bessere Entscheidungen triffst und kreativer sein kannst, wenn du dich wohlfühlst. Andererseits ist es auch so, je schlechter du dich fühlst, desto schlechter fühlt sich auch dein persönliches Umfeld, also deine Liebsten. Es lohnt sich also in jedem Fall, in dich selbst zu investieren. Auch wenn dein Wohlbefinden breite Kreise schlagen kann, am Ende des Tages bist du selbst mitverantwortlich für dein Wellbeing. Du musst nicht 6 Wochen Pause im Himalaya machen. Ute hat uns gesagt, kurze, kleine Routinen, beispielsweise wie eine 5-minütige Pause zwischen 2 Arbeitssessions, können wahre Wunder für dein Wohlbefinden bewirken. Deswegen, investiere in dein Wohlbefinden, es ist auf jeden Fall lohnenswert. Wir geben dir gleich 2 Möglichkeiten, in dein Wohlbefinden zu investieren, nämlich durch unsere anderen beiden Folgen. Einerseits sprechen wir über das Thema Scheitern und wie du mit Angst über Scheitern umgehen kannst und andererseits über das Thema Leidenschaft oder Passion und wie du diese für dich nutzen kannst.